Herzlich willkommen zu unserem nächsten Video in der Reihe Stark durch die Erkältungszeit. Heute geht es ums Vorbeugen statt Behandeln. Ich bin kein Arzt oder Heilpraktiker, das heißt, alles, was ich euch erzähle, ist rein informativer Natur und ersetzt keinen Arztbesuch. Was kann ich also vorbeugend tun, damit es erst gar nicht so weit kommt und ich im Bett liegen muss und die Nase läuft, der Hals kratzt und der Husten plagt mich? Eine gute Möglichkeit, und ich habe eine Freundin, die macht es von Oktober bis Ostern, die ganze Erkältungszeit, ist Öl ziehen. Dafür nimmt man zum Beispiel einen Esslöffel Olivenöl oder Leinöl oder einen Teelöffelchen Kokosöl in den Mund und zieht es 5 bis 10 Minuten wirklich durch den Mund, durch die Zahnzwischenräume. Das hilft dem Körper zu entgiften und bindet alle Viren und Bakterien, die sich im Mund befinden. Man kann das Ganze auch zum Beispiel noch mit einem Tropfen Teebaumöl oder Ravensara aufpeppen sozusagen. Dann haben wir auch gleich noch die antivirale Wirkung dabei. Dann ein Thema, was heutzutage die meisten betrifft, ist die Stressreduktion. Stress hemmt unser Immunsystem, lässt das Immunsystem runterfahren. Und ich merke immer, wenn ich irgendwie eine stressige Situation habe, dann kommt meistens danach irgendwie so ein bisschen Halskratzen und die Nase läuft. Also versucht den Stress ein bisschen zu reduzieren. Und da gibt es auch ganz einfache Atemübungen, um sozusagen in einer stressigen Situation sich ein bisschen runterzufahren. Und zwar muss man dann 4 Sekunden einatmen durch die Nase, das Ganze 2 Sekunden anhalten und dann 8 Sekunden ausatmen. Wirkt sehr, sehr einfach. Wenn man das aber 4-5 Mal wiederholt, dann kann einen das wirklich vom Stresslevel ein bisschen runterfahren. Spannend fand ich auch, ich habe eine Studie gefunden, dass Umarmungen und körperliche Kontakte uns helfen, das Immunsystem zu stärken. Da hat man eine Studie gemacht und hat Menschen befragt, wie oft sie eine Umarmung hatten, wie oft sie körperliche Kontakte hatten, wie viele soziale Kontakte sie hatten. Die haben noch andere Sachen abgefragt, aber das ist das, worauf ich jetzt heute hinaus will. Und haben sie dann in ein Studentenwohnheim, ein Einzelzimmer gesteckt, haben da Erkältungsviren reingeleitet und haben geguckt, wie viele Menschen haben sich infiziert. Und hat dann festgestellt, dass die Menschen, die mehr Umarmung und mehr körperliche Kontakte hatten, weniger oft krank geworden sind. Das heißt, der liebe Gott hat uns als soziale Menschen gemacht, in Familien gesteckt. Nutzt es und helft euch so, euer Immunsystem zu unterstützen. Natürlich ist regelmäßiges Sonnenbaden, auch jetzt im Winter, ganz, ganz sinnvoll, weil die Sonne einfach desinfiziert. Sie stärkt unser Immunsystem über das Vitamin D. Sie unterstützt unseren Tag-Nacht-Rhythmus und wenn der gut ist, dann ist auch unser Stresslevel weniger und das wiederum hilft unserem Immunsystem. Also geht raus und bewegt euch an der frischen Luft, weil auch die Bewegung hilft, dass unser Milieu im Darm gut funktioniert und dass unser Immunsystem stark ist. Dann esst sehr vitaminreich und basisch, vermeidet alle Fertigprodukte und Zucker, weil Zucker führt dazu, dass unser Immunsystem runtergefahren wird. Also gerade auch in der Erkältungszeit versucht es auf einem möglichst niedrigen Level zu halten. Dann gibt es die Möglichkeit, Kräuter und Pflanzen wie Ingwer, Knoblauch und Co. regelmäßig zu sich zu nehmen, auch in der Ernährung. Dann eine gute Möglichkeit für die, die kaltes Wasser nicht scheuen, so wie ich, sind Wechselduschen. Das kann man auch gut mit Kindern machen. Einfach immer abwechselnd warm und kalt duschen. Es gibt Menschen, die schwören darauf, ich bin persönlich einfach, meine Kinder sagen immer, du bist ein Warmduscher. Ich mag kaltes Wasser nicht so gerne, aber es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also ich ermutige euch, das auszuprobieren. Vielleicht startet ihr im Sommer damit dann der Übergang im Winter besser funktioniert. Und dann kann man vorbeugen, natürlich auch einfach bestimmte Pflanzen nehmen, die man gurgeln kann, um sozusagen seine Schleimhäute zu schützen. Da kann man zum Beispiel die Zistrose nehmen, den Holunder oder den Thymian als Tee oder Fertigpräparate. Wirklich eine gute Möglichkeit, um sich da vorbeugend zu schützen. Ich habe euch jetzt hier noch ein kleines Rezept für mein persönliches Highlight an Ingwer-Shot. Das ist so, da gibt es viele Rezepte, schaut im Internet nach, aber ich mag das sehr, sehr gerne, weil es recht mild ist. Der Ingwer ist ja sehr scharf, aber das ist durch den Honig sehr, sehr mild und mein persönliches Lieblingsrezept. Wir blenden es ein und machen es auch in die Beschreibung unter das Video. Und damit wünsche ich euch viel Erfolg bei der Vorbeugung und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid.